Springlock Animatronics sind ein wichtiger Bestandteil der Fnaf-Geschichte. Wir haben schon viel von den Springlocks gehört. Wir wissen, dass Springtrap William Afton durch ein Springlock quasi entstanden ist. Er hat sich in dem alten Spring Bonnie Anzug versteckt, hat die Springlocks ausgelöst und ist da drin quasi verblutet. Durch seinen Hass ist er zurück zum Leben gekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Im heutigen Video schauen wir uns an, was genau passiert, wenn man Springlockt wird. Und wir sprechen auch darüber, ob man rein theoretisch, so wie William Afton, ein Springlock-Fail überhaupt überleben könnte. Es ist wichtig, dass wir das endlich mal klären. Das Video, was wir uns dazu anschauen, ist von Mr. Illustrated. Der hat noch viel mehr Videos, wo er auch Sachen über SCPs und so weiter erklärt. Deswegen schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, checkt seinen Channel aus. Ich habe euch sein Video auch in der Beschreibung verlinkt. Aber gehen wir mal rein, Freunde. Und das Bild hier ist ja schon absolut crazy. The idea of being forced into an animatronic suit, of being crushed in the process, of having your balls splattered into jelly and your eyes forced out of your skull is one that would make most people wince and squirm. But what if I told you there is another method of death in the Five Nights at Freddy's universe that would give even that a run for its money? Da hat er wohl recht. Von Animatronics in den Anzug gesteckt zu werden und im Anzug zerquetscht zu werden, was man ja quasi als Nightguard in Fnaf 1 erlebt, ist schon ziemlich schlimm. Aber gespringlockt werden ist wahrscheinlich sogar noch schlimmer, sagt er. Aber wir kriegen jetzt noch ein bisschen Hintergrundstory hier auch. In the early 1980s, Fredbear's family diner was opened with two Springlock animatronic suits. Ja, die Fredbear and Springlock Spring Animatronics. Bonnie. There was no band of merry animatronics or any of the other numerous characters that seemed to appear out of the fucking ether with every new Die game and gab's piece noch of media. nicht. Now, the Fredbear suit would go on to cause the Bite of 83, where a child was placed into the mouth of the Fredbear suit as a joke by his brother and his friends, only for the suit to then malfunction and crush his head in its jaws. Ja, der Bite of 83, er hat gerade gesagt, 1980 hat ja quasi Fnaf gestartet mit der Fredbear's Family Diner Location. Die Fnaf 1 Animatronics gab es damals noch gar nicht, sondern nur unsere beiden Springlock-Anzüge, wovon einer den Bite of 83 ausgelöst hat. Aber der Junge ist nicht gestorben. Nein, nein. Hat noch eine Weile überlebt. Spring Bonnie. The Spring Bonnie costume was eventually used by a man called William Afton, who lured 5 children away from a birthday party into a secluded back room. William then murdered the children and proceeded to hide their bodies in some spare animatronic suits. Immer im Spring Bonnie the infamous Anzug. cast of Bonnie, Chica, Foxy and Freddy were a part of the troupe, and they provided a suitable hiding place for the children's corpses. Afton hat sich im Spring Bonnie Anzug versteckt, die Kinder getötet und in Freddy, Bonnie, Chica und Foxy hat er die Leichen versteckt. Es ist eigentlich, die Story ist eigentlich so krank, wenn man genauer drüber nachdenkt. After a series of Springlock failures in a sister location, the Springlock suits were decommissioned and the Spring Bonnie suit was locked away. In der Sister Location gab es Springlock Failures und dadurch wurden die Springlock Anzüge außer Betrieb genommen. Okay, lol, das wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt. In the safe room of Freddy Fazbear's Pizza after the place was shut down. Im Safe Room wurden sie eingeschlossen. Sometime later, William Afton would return to the establishment and destroy the main animatronics in the hope that by doing so, the spirits of his victims that possessed the suits would leave. Sadly. Afton zerstört die originalen Animatronics, die Fnaf 1 Animatronics, damit die Geister in den Animatronics da rausgehen. Und das ist das, was ich eben am Anfang schon erzählt habe. Aus Angst vor den Geistern versteckt er sich ja dann im Spring Bonnie Anzug und dann passiert der Springlock. Und jetzt erfahren wir genau, was während einem Springlock passiert. This was not the case, and he attempted to hide inside the Spring Bonnie suit, er versteckt sich to malfunction and snap shut with him still inside it. Im Anzug. There is another theory I've seen floating about saying that William was seeking immortality and he was going to melt down the cursed animatronics endoskeletons to create soul-infused metal. But that is some deep end of the swimming pool kind of lore. And I don't irgendeine alternative Story, die aber sehr wild klingt, dass er versucht hat, Unsterblichkeit zu erzeugen, indem er die Seelen der Kinder mit den Endoskeletten verschmelzt, um unsterbliches Metall zu erschaffen. Habe ich noch nie gehört, die Story. Aber darum soll es auch nicht gehen. Uns geht es nämlich um den Springlock. Der Spring Bonnie Anzug wird eingesammelt für Fazbear's Fright, Fnaf 3
Right then, let's take a closer look at Der these suits. besessene The fact Anzug. these things even exist is the biggest fuck you. Der besessene Anzug landet in Fazbear's Fright. Das kennen wir, die Story von Fnaf 3. Aber jetzt geht's genau um die Springlock-Anzüge. To the Occupational Safety and Health Administration. Ja, These are einfach animatronic komplett suits with a unsicher, fixed die metal Dinger. endoskeleton inside them. The endoskeleton can be compressed and folded away Ja. by using a special hand crank to wind up the spring locks, allowing a human being to step into the suit and wear it like a normal mascot costume. The problem Ja, is, es ist these spring locks so- are like, I don't know, made in fucking China or something. They've got no structural integrity and they're incredibly sensitive. The slightest bit of moisture or pressure on them can cause the spring locks to fail. And if they do, the occupant will be impaled. Jede Kleinigkeit kann die Springlocks auslösen. In den Springlocks ist ja quasi ein normales Endoskelett. Also in den Springlock-Anzügen ist ein normales Endoskelett, damit die Animatronic funktioniert, wie eine Animatronic eben funktioniert. Wenn wir die Springlocks aufziehen, werden diese Endoskelettteile ja quasi zurückgeklappt, zurückgefahren sozusagen, damit ein Mensch den Anzug tragen kann. Und ja, diese Springlocks sind einfach von so minderwertiger Qualität, dass jede Kleinigkeit die Dinger auslöst. On the metal parts and quickly begin to bleed out. Not exactly Ja, what you dann want wird to man see at a einfach family aufgespießt establishment, und is it? verblutet. In fact, a training tape supplied on how to use the springlock suits correctly even states that if the springlocks should fail, the employee should try their best to leave the area before bleeding out, so they don't... Ja, im Trainingstape steht sogar, wenn ihr aufgespießt werdet, wenn die Springlocks auslösen, versucht bitte, so weit wie möglich wegzugehen, damit ihr nicht alles einsaut und woanders verblutet. affect the customer experience. Crazy. How does this company get away with shit Boah, like this? die Hey, if you Bilder get sind crazy. springlocked, please navigate away from the customers before dying. Hey, night guard, if you should happen to die on the job, we'll destroy all the evidence and then notify the authorities. Please sign here. On a related subject, there have been fatalities in connection to the Springlock Ja. suits. Der We're Biss, obviously aware of Bite the of bite 83. 83 and the death of the child. Was in the passiert? case of Spring Bonnie, now known as Spring Trap, the suit was both very old and it was stored in a room with a leak. The excess moisture plus years of neglect had caused the mechanical parts to degrade and rust. So when Spring Bonnie wurde sehr, sehr lange irgendwo gelagert. Feuchtigkeit im Raum, vielleicht auch Rost. Und dann, wenn man dann den Anzug anzieht und natürlich noch irgendwas schief geht, Pech gehabt, würde ich sagen. William Afton put it on, all those faults combined with his heavy breathing caused the springlocks to fail and kill him. Ironically, his Die soul was Springloks then sind bound to the gefailt. Spring Bonnie suit. Sein Identical to Anzug, the fate of the souls seine of the Seele children wurde he an den killed, Anzug being gebunden. bound to the animatronics their corpses were stashed inside. Genau wie das, was er mit den Kindern getan hat. Und er ist selbst zu einer Animatronic I've seen geworden. a few other theories on characters who may or who may not have died inside the suits, such as the Shadow Bonnie character. But these are just speculative theories, so I'm Was going mit to Shadow omit Bonnie los ist, these weiß and sowieso instead niemand. ask you guys to comment below any other deaths you may know or have heard of. Back to our dear friend Mike. His first day was going pretty well. He was delivering cake and snacks to all the happy children, and he even put on Also wir haben eine fiktive Person mit dem Namen Mike jetzt in einem Springlock-Anzug drin und wir schauen mal, was mit Mike passiert. show for them with the company of Fredbear Mike on macht seine stage. Arbeit, verteilt Soon enough, the time Geschenke. came for the cake to be brought out. He and Fredbear clapped as the Und? children blew out the candles. Mike gave the children a farewell wave, as it was finally time for Bonnie to go and get some sleep now. The children were Ja, sad to see Bonnie Mike verabschiedet sich von den Kindern. Er winkt nochmal, denn er will jetzt den Anzug ausziehen. Oh Leute, ich sehe es schon. leave, but Fredbear was already on stage with another song ready to get them all back in the party mood. A colleague told Mike to wait in the services room and that she would be along shortly to help him out of the suit. Ja, es muss Mike ja auch, das ist ja auch das Ding. Man kann diese Anzüge eigentlich gar nicht alleine an- und ausziehen. Man braucht eigentlich immer Hilfe. Ich weiß immer noch nicht, wie Afton das damals geschafft hat. Weil eigentlich muss dir jemand dabei helfen. Wenn du dich zu viel bewegst und so, um das Ding auszuziehen, können die Dinger ja auch auslösen. Eigentlich muss immer jemand anders die Springlocks aufziehen und einem dann beim An- und Ausziehen helfen. Naja, walked towards Mike the spare wartet parts jetzt, room, dass ihm making jemand sure helfen not to bump kommt. into any of the chairs or tables. He gently pushed open the door and stood in the middle of the room. und jetzt wartet er und wartet, dass seine Kollegin kommt, um ihm aus dem Anzug zu helfen. Und er fängt langsam an zu schwitzen. Und das ist gar nicht gut für Springlocks. Die Zeit Mike vergeht. felt a bead of sweat run down his temple. Oh, It was hot oh. in this suit. Er And fängt it an was zu hot still in this schwitzen. room. There were no windows and the air conditioning was being run exclusively into the party room to keep the Oh children cool and no. happy. As the minutes trickled by, he felt more beads beginning to descend. He Er began fängt to hear als a very weiter an faint zu schwitzen. grinding sound, like metal straining. Oh. Und er fängt an, ein quietschendes Geräusch zu hören. Wie Metall, das sich bewegt. He exhaled sharply in frustration, sending a spittle Er of atmet ein sweat that had bisschen collected aus. on his lip outwards.
as the sweat landed on the springlock. Oh, und ein Tropfen Schweiß landet genau auf einem Springlock. The mechanism slipped out of place. Oh. Mike's entire world turned black as the endoskeleton's face came loose and clamped around his head. He felt his eyeballs get crushed as the skeleton... Alter! Scheinbar wurde erstmal nur der Springlock im Kopf ausgelöst und die Maske vom Endoskelett wird ihm quasi in seinen Schädel reingedrückt. Das ist ja auch das Ding bei den Springlocks. Es kann passieren, dass du nur eine Springlock auslöst, zum Beispiel am Arm. Und du zuckst natürlich, weil es weh tut. Und dann werden weitere ausgelöst. Ist wie eine Kettenreaktion. Weil die lösen nicht alle auf einmal aus. Meistens nur in einem Bereich und danach alle. Und hier war es zuerst der Kopf. Alles. As the mouth segments swung out to meet each other inside his jaw, two metal beams sprang out from either side, piercing his eardrums. At the same time, several large metal plates began crushing his head from all sides. He tried to yell, but he was already gargling his own blood, which spilled from his mouth. Sein kompletter Kopf wird quasi zerdrückt, weil die Augen vom Anzug fahren ja auch rein in seinen Kopf. Echoed around the room as the trickling blood started a chain reaction of multiple Springlocks. Ja, und das Blut, was von oben runterläuft, löst jetzt alle anderen Springlocks auch aus. In den Armen, Torso, Beine, alles. Mike stood there jerking in place as multiple metal beams and cogs. Und er kann nichts machen, er kann nichts machen. He could feel metal probes forcing spinal segments through his body. He lost feeling below the waist, but the metal legs held him firm as his spinal cord was severed. He tried to scream again. Oha, seine Wirbelsäule wird sogar zerstört, also er wird quasi gelähmt, aber er bleibt stehen, weil natürlich das Endoskelett jetzt steht. Und die Metallbeine ihn natürlich aufrecht halten. From the holes in his chest, followed by a red mist from his pierced lungs. Another clunk echoed around the room as the hard plastic parts were driven through the holes into his body. The tears in his abdomen finally met as one, and his organs fell out into the suit. A final springlock went in his crotch as his stomach acid spilled over it, and his nether regions were skewered. With every lock now open, the suit maneuvered itself into a default pose. Alter, alles wird zerstört. Er wird komplett platt gemacht da drin. Und das Endoskelett begibt sich jetzt in seine Standardpose. Das Endoskelett übernimmt natürlich jetzt die Kontrolle. Die Animatronic an sich, die eigentlich weggeklappt war, damit ein Mensch den Anzug tragen kann. Und steht jetzt da und winkt. Während er da drinne, ja, mittlerweile wahrscheinlich komplett hinüber ist. With the mouth slightly open and one hand up in a waving position. Mike could not move. He could not speak. Game over. He could not see. Er kann nicht mehr hören, nicht mehr sehen, nicht mehr sprechen, aber ist noch bei Bewusstsein. All he could do was feel the pain and the life slowly draining from him and the shock setting in. Alter. It was a slow death, but eventually he began to feel cold. He could feel everything getting heavy, and within the space of a few minutes, Mike was finally awarded the sweet release of death. Ich glaube, allzu lange dauert es nicht, bis wenn das passiert, man tot ist und nichts mehr spürt. Übel. As the employee came rushing into the room, apologizing for her lateness, prepared to rehash the story of the child who couldn't find the toilets. Ja, die Kollegin kommt rein, ein bisschen zu spät. Sie entschuldigt sich, weil sie dem Kind helfen musste. Das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass sie jemals irgendwo zu spät gekommen ist. Instead stood paralyzed at the monument before her. The spring bonnie costume standing tall with a look of joy and cold happiness on its face. Komplett voll mit Blut. The lifeless skewered corpse of her former colleague dripped onto the floor, and pieces of his skin hung from the openings in the suit. Alter. She took out her phone and sent a text she hoped she would never have to send. It happened again. Oh. Check out this video for another great... Und sie sendet einen Text. It happened again. Es ist schon wieder passiert. Wow, was ein crazy Video. Freunde, checkt Mr. Illustrated auf jeden Fall aus. Das ist ja mal ultra heftig, was der hier baut. Also auf jeden Fall seine Videos auschecken. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Aber Leute, wir haben noch ein zweites Video, nämlich: Ist es möglich, ein Springlock-Fail zu überleben? Kann man das überleben? Gibt es Arten und Weisen, wie man sich sichern kann, um es zu überleben? Das schauen wir uns jetzt im nächsten Video an. Das ist von Quill. Auf jeden Fall auch auschecken. So, schauen wir mal rein. Wir sollen uns vorstellen... wir sollen uns vorstellen, dass die Kokosnuss unser Körper ist. Das ist die Kokosnuss nach dem Springlock-Failure. Oh, mit Animationen. Oh. Okay, er erklärt auch nochmal, was Springlock-Anzüge sind. Das wissen wir schon. Aber jetzt schauen wir mal hier, was es für Sicherheitshinweise gibt. Ja. Was man machen muss, damit man... Also was man machen kann, um sich zu retten,
wenn die Springlocks Might ausgelöst seem haben. impractical or not useful, but that might not be the case because apparently William Ja, Afton, William Afton one of hat's the ja auch founders of überlebt. Fredbear's Family Diner, Ja? actually talks about an incident where he managed to survive a Springlock Und man failure, sieht ja albeit with viele some Narben, aber severe der injuries. lebt. It's not detailed how exactly William managed this, but the fact Also that einen anderen Springlock als den, nachdem er Springtrap wurde, ne? Seht ihr ja, er ist nicht Springtrap. he did survive could imply that some of these safety measures can work. Anyways, Okay. let's go over these safety guidelines. Beten, so, beten, safety beten. guideline number 1, don't panic. Keine so, Panik not kriegen. panicking while Das the ist- springlock fails and pierces your das ist skin ein bisschen and bone das Problem. might be hard, but if you were to somehow bite down the pain and not panic, that Denn das, was ich eben angesprochen habe, wenn man Panik bekommt und sich bewegt und zittert und rumläuft, kann man noch mehr Springlocks auslösen. Das wäre schlecht. could save you. The reason for this is, first of all, not all springlocks would go off at once. Genau, nicht What alle usually Springlocks happens gehen is auf that einmal when one los. springlock goes off and causes unbearable pain, people would naturally panic. This would in turn cause them to make frantic, sudden movement, which is a problem Und dann- because one of the causes of a springlock Und dann sich failure bewegen und is frantic, rumrennen, sudden löst noch movements. mehr So if one Springlocks manages aus. to not panic Oh, and sind avoid das seine such Augen? erratic movements, they'll Bro. prevent more springlocks from going off. Oh, Safety ihm guideline geht's number gar nicht 2. gut. Do not Nummer move. 2, nicht so this guideline bewegen. is basically an extension of what we just Ja. talked about in guideline number 1, aka rapid movement can Nicht cause rumbewegen. more springlocks to fail, so it should be Oh. avoided if possible. Safety guideline number 3. Nummer call 3, for help. So if you um manage to Hilfe somehow rufen. stay Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ja? Man muss so ruhig bleiben, sich nicht bewegen, keine Panik bekommen und muss dann vorsichtig nach Hilfe rufen. Ey, ich kann es mir nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss. calm and collected after a springlock or two has failed, that would mean that you have a very high pain tolerance, which would maybe allow you to go over some of the text that you sent 10 years ago, and also to call someone for help before Ja. your body gets crushed. However, if the 1 or 2 springlocks that went off happen to be around your neck, that would probably sever your vocal cords. Gut, and das ist natürlich ein Problem, ja. Wenn Springlocks in der Nähe vom Hals auslösen und in den Hals reinfahren, kann es natürlich passieren, dass man nicht mehr so gut um Hilfe rufen kann. Das ist ein Problem. you won't be able to make a lot of noise without them. Safety guideline number 4. Nummer 4, calm your breathing. So ruhig this guideline is atmen. important because one of the other reasons why springlocks can fail is Ja. due to them getting in contact with moisture. And apparently, for these springlocks to fail, it doesn't even take that much moisture. Apparently, Ja, Springlocks können durch Feuchtigkeit auch auslösen, haben wir eben auch gelernt. Wenn man drauf atmet, ist immer Feuchtigkeit dabei und die Springlocks brauchen nicht viel. Also eigentlich sind das absolute Todesfallen, diese Springlock-Anzüge. Du schwitzt zu viel, du atmest zu viel, du bewegst dich zu schnell, du stößt irgendwo an, tot. Pech gehabt. Schlechter Tag. some sweat or some moisture from heavy breathing, if it were to get to the springlocks, would cause them to fail. So, not panicking, as it says in guideline number 1, and calming your breathing are key to survival. However, that being said, if the springlocks had been off or around your torso, that would puncture your lungs, causing you to drown in your own blood, basically. Ja. But on the bright side, that Ja, es kann halt so viel schief gehen. Wenn die Dinger in deine Lungen ballern, die Springlocks, kannst du einfach an deinem eigenen Blut ersticken, weil Blut in deine Lungen läuft. Game over. Alter, das ist so übel. that would allow you to control your breathing, involuntarily of course. Safety guideline number 5. Nummer have 5. a coworker wind up the springs. So Ja, was ich eben schon mal gesagt habe, eigentlich braucht man immer 2 Leute und wenn die Springlocks einmal ausgelöst haben und schon reingefahren sind, kann natürlich ein Mitarbeiter, ein Arbeitskollege, die Springlocks wieder aufziehen, damit sie wieder rausfahren. Dann kann man vielleicht schnell raus und sich noch vielleicht verarzten lassen, wenn man nicht verblutet. So if you Ja. somehow manage to follow all previous guidelines, you could call someone for help, and they could wind up the springs that came loose, saving you. Let's just hope that while doing this, the coworker doesn't Ja. lose their grip on the Man muss natürlich handbrake aufpassen, tool dass that der is used to Mitarbeiter wind up nicht the noch springs, mehr because if that happens, the Springlocks springlocks auslöst. would again come crashing down on you, which would be unpleasant. And finally, safety guideline number 6. Nummer 6. Carefully remove the suit. Ja, Now, vorsichtig den Anzug ausziehen. Wenn man alle Sachen schafft und ein Arbeitskollege vielleicht hilft, vorsichtig, ganz vorsichtig den Anzug if all ausziehen. previous guidelines were followed, you'll be able to remove the suit and get some medical care. But bear in mind that the cost of this medical care might be deducted from your salary. Ja, And genau. that's because fast better entertainment Das, doesn't der Krankenhausaufenthalt und das Verarzten wird natürlich vom Lohn abgezogen. really put that much of a Logisch. priority on employee safety. And in case you don't believe me, I will now go over the more practical advice
that they provide Okay, was? on how Noch to deal mehr? with the spring lock Noch mehr failure. Hinweise Take a listen. zum Überleben? Try not to nudge or press against any of these spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Keine Springlocks Do not breathe on the berühren. spring locks, Nicht as drauf any moisture atmen. may loosen them and cause them to break loose. Ja. In the case of these spring locks coming loose while you are wearing the suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out. Ja, das, was wir eben auch schon mal gehört haben. Wenn die Springlocks auslösen, beweg dich weg von den Kunden. Irgendwo hin in eine stille Ecke, bevor du verblutest. As to not ruin the customer's experience Damit die Erfahrung, das Erlebnis der Kunden nicht gestört wird. with all your bleeding. Sehr gut. So that is a little Fazbear Entertainment, or Fredbear's Family Diner, cares for its employees. But hey, at least they do care about their customers. Ja, sie ultimately, kümmern sich since wenigstens the um ihre chances Kunden, of das anyone stimmt. actually being able to follow those safety guidelines are super low. Let's assume that like most people who get caught in a spring lock failure, you two are able to do absolutely nothing about it. Ja, er sagt es gerade auch. Man kann diesen Guidelines kaum folgen. Wie soll man denn nicht in Panik verfallen? Wie soll man denn nicht noch mehr auslösen? Man kann nichts machen. And in that Aber case, wie kann man das let's trotzdem go over what überleben? exactly will happen to you, according to William Afton himself. So the following is what William had to say Ah, about warte, William getting erzählt- caught and dying in a spring lock failure. It's pretty gruesome. Anyways, here it goes. If you trigger the spring locks, two Wenn du die things will Springlocks happen. auslöst, First, passieren the zwei locks Dinge. themselves will snap right into you, Die making Springlocks fahren in dich rein, das haben wir eben schon gesehen und gehört. cuts all over your body. And a split second later, all the animatronic parts, all that Und- sharp steel and hard plastic, Oh. will instantly be driven into your body. Ja, und die ganzen Animatronic-Parts, alles vom Endoskelett wird in den Körper gedrückt. You will die, but it will be slow. Du You'll feel stirbst, your aber es organs dauert punctured, lange. The suit will grow wet with your blood, and Boah, Alter. Der Anzug fährt in dich rein, deine Organe werden zerstört und du blutest langsam aus. Springlocks sind so crazy. Ich hoffe, also irgendwie wäre es cool, einen Springlock im FNAF-Film zu haben. Ein Springlock-Fail, aber irgendwie auch nicht. Freunde, was ist eure Meinung zu Springlocks? Zu Springlock-Anzügen, zu Springlock-Fails? Würdet ihr den Springlock-Anzug tragen, wenn ihr genug Geld dafür bekommt? Ich nicht. Schreibt's mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.